Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über Fette in der Ernährung sprechen und dass diese im Allgemeinen gesünder sind als ihr Ruf. Nachdem Öle und Fette noch bis vor wenigen Jahren generell verteufelt wurden, wird in der modernen Ernährungswissenschaft genau unterschieden, denn es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel Fett gegessen wird, sondern welche Arten von Fett konsumiert werden. Denn gesunde Fette sind lebensnotwendig. Und zwar sorgen sie nicht nur für ein natürliches Sättigungsgefühl und dienen als Geschmacksträger, vielmehr sind gesunde Fette zur Aufnahme der fettlöslichen Vitamine erforderlich, und zwar der Vitamine A, D, E und K. Ebenso bilden sie die am stärksten konzentrierte Speicherungsform von Energie. Sie sind für die Funktion von Hormonen und Enzymen unerlässlich. Sie verringern Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Das Gehirn ist auf hochwertige Fette angewiesen. Sie sind für die Bildung von Signalstoffen von Hormonen notwendig. Auch versorgen sie unsere Zellen bestmöglich und schützen sie vor Umwelteinflüssen und vieles weitere mehr. Deshalb ist die Qualität der Fette so wichtig. Nur hochwertige Fette bieten besten Zellschutz, maximale Energie, essentielle Fettsäuren. Deshalb möchte ich zuerst den Begriff Fett etwas erläutern und ein wenig über die riesigen Fettunterschiede sprechen. Grundsätzlich werden Fette in gesättigte und ungesättigte Fette unterteilt. Gesättigte Fettsäuren machen ein Fett fester, unempfindlicher gegen Hitze, Licht und Sauerstoff. Deshalb sind Fette mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren sehr gut und lange haltbar. Ungesättigte Fettsäuren machen das Fett weicher, flüssiger und empfindlicher. Deshalb verdirbt es schneller. Es wird sehr schnell ranzig und oxidiert mit Sauerstoff. Der Schöpfer hat es so geregelt. In den Regionen, wo die Sonne für ein heißes Klima sorgt, findet man in den Tieren und Pflanzen, wie beispielsweise der Kokosnuss, hauptsächlich härtende, gesättigte Fettsäuren, damit sich die Zellmembranen nicht verflüssigen. In kalten Regionen ist das umgekehrt. Die Pflanzen und Tiere enthalten mehr flüssige, ungesättigte Fettsäuren, damit sie bei eisiger Kälte beweglich bleiben. Sozusagen reguliert der Schöpfer den Fettsäuremix automatisch. Ungesättigte Fettsäuren, also essentielle Fettsäuren, sind Fettsäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann, sondern mit der Nahrung aufnehmen muss. Dazu gehören in erster Linie die Linolsäure, also eine Omega-6-Fettsäure, und die Alpha-Linolensäure, eine Omega-3-Fettsäure. Beide Fettsäuren gehören zur Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren und beide sollten in einem bestimmten Verhältnis zueinander eingenommen werden. Ideal wäre ein Verhältnis 1:1 bis 5:1, Omega-6 zu Omega-3. Die meisten Öle heute jedoch haben einen viel zu hohen Omega-6-Anteil und der geht manchmal bis zu 155:1, also ein Teil Omega-3 bloß und 155 Omega-6 zum Beispiel in dem Distelöl. Und das ist ein sehr schlechtes Verhältnis, weil ein zu viel der Omega-6-Fettsäuren dazu führt, dass aus der Linolsäure die Arachidonsäure im Körper gebildet wird und diese gilt, wenn im Übermaß vorhanden, als entzündungsfördernde Fettsäure, die zu chronischen Entzündungsprozessen und daher auch chronischen Krankheiten im Körper führen kann. Und deshalb sollten wir darauf achten, dass wir kalt gepresste native Öle zu uns nehmen, die ein sehr gutes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis haben, wie zum Beispiel das Leinöl, welches ein Verhältnis von 1:3 hat. Aber auch das native Rapsöl oder das Kokosöl hat ein Verhältnis von 2:1. Deshalb sollten wir uns vermehrt diese nativen kalt gepressten Öle in unsere Salate geben. Denn die Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, das heißt, wir müssen sie zwingend mit der Nahrung zu uns nehmen. Andernfalls entwickeln wir einen entsprechenden Mangel, der sich in allerlei Symptomen zeigen kann, insbesondere in chronischen Entzündungen. Chronische Entzündungen jedoch gelten als die maßgebliche Ursache für zahlreiche Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Arthritis, Parodontitis, Hashimoto, Asthma, Arteriosklerose, Diabetes, Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson und verschiedene Krebsarten. Entzündungshemmende Maßnahmen, wozu auch eine entzündungshemmende Ernährung mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren gehört, sind daher sowohl bei der Behandlung als auch bei der Vorbeugung dieser Gesundheitsprobleme von allergrößter Wichtigkeit. Omega-3-Fettsäuren finden sich beispielsweise auch in hochwertigem Leinöl und im Hanföl, wie wir schon gesagt hatten, aber vor allem auch in den Chiasamen und natürlich auch in fettem Seefisch. Deshalb wäre es zu empfehlen, auch die Chiasamen in aufgebrochener Form, also in vermahlener Form, vermehrt in den Speiseplan zu integrieren. Öle bzw. Fette, die fest sind, also sowohl im Kühlschrank als auch außerhalb, sowie Butter, Kokosfett, Palmfett, Ghee und Butterschmalz, bestehen zum größten Teil aus gesättigten Fettsäuren.
Diese Fette kann man gut zum Erhitzen verwenden, zum Backen, zum scharfen Anbraten und auch zum Frittieren. Mit der Butter als Ausnahme. Sie kann zwar zum Backen verwendet werden, wegen ihres Wassergehaltes würde sie beim Braten in der Pfanne jedoch spritzen und wegen ihres Resteiweißgehaltes auch anbrennen. Ghee, die ayurvedische Butter, aber auch Bio-Butterschmalz sind frei von Wasser und Eiweißen und können daher auch gut zum Braten verwendet werden. Zwar glaubt nach wie vor die Mehrheit der gesundheitsbewussten Menschen, dass Fette und Öle, die größtenteils aus gesättigten Fettsäuren bestehen, ungesund sind und zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können. Diese unterliegen aber einem starken Irrtum. Denn die Studien der Vergangenheit, die vor gesättigten Fettsäuren warnten und überhaupt erst zur allgemeinen Fettphobie führten, konnten einer genaueren Überprüfung nicht standhalten. Tatsächlich weiß man heute, dass gesättigte Fettsäuren den Cholesterinspiegel in keinster Weise beeinflussen. Gleichzeitig senken sie sogar die Blutfettwerte, also die Triglyceride. Gesättigte Fettsäuren sind sogar sehr gesund und dazu gehören natürlich auch die ganzen tierischen Fette, sofern sie von artgerecht gehaltenen Tieren stammen. Biotiere, die auf der Weide ihr frisches Gras fressen dürfen. Die wirklichen Übeltäter sind vielmehr die isolierten Kohlenhydrate wie Weißmehl, Zucker und Stärke, denn diese sorgen für hohe Triglyceridspiegel. Gleichzeitig weisen alle Forschergruppen darauf hin, dass der tatsächliche Übeltäter, der dazu noch bevorzugt versteckt in vielen kohlenhydratreichen Lebensmitteln zu finden ist, ein ganz anderer sei, nämlich die Transfettsäuren. Bei den Transfettsäuren handelt es sich um eine Untergruppe der ungesättigten Fettsäuren. Sie haben also mit den gesättigten Fettsäuren überhaupt nichts zu tun. Sie sind von ganz besonderer Schädlichkeit und stammen aus der industriellen Fettverarbeitung. Durch das Erhitzen von ungesättigten Fettsäuren entstehen künstliche Transfettsäuren, also schädliches Fett. Wenn pflanzliche Öle viele Male hoch erhitzt werden, werden sie auf diese Weise hydrogeniert, das heißt gehärtet, und sind dann nicht mehr so ölig, und das ist für die Ernährungsmittelindustrie die wichtigste Eigenschaft. Dadurch werden sie wesentlich länger haltbar. Aus diesem Grund ist es äußerst beliebt bei Restaurants und Imbissbuden. Die Pommes frites werden dadurch appetitlich braun und Croissants behalten ihre Konsistenz. In unserem modernen Essen finden sich überall solcher schädlicher Transfette. Dazu zählen Pommes, Chips, alle frittierten Lebensmittel wie Chicken Wings in Berlinern und Blätterteig, Fertigsuppen, Bratensoßen, Wurst und selbst in Müsli-Riegeln oder Frühstücksflocken. Wirtschaftliche Gründe haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die schädliche Wirkung auf den Körper des Menschen verschwiegen oder verharmlost wurde. Die schädlichen Stoffe bilden sich durch das Erhitzen der ungesättigten Fettsäuren. Außerdem können Problemstoffe bei der Zubereitung der Speisen entstehen. Das geschieht hauptsächlich beim Frittieren und Braten, vor allen Dingen dann, wenn die Temperaturen auf über 130 Grad steigen. Diese Prozesse bewirken eine Umwandlung der Molekülstruktur von notwendigen Cis-Fettsäuren in Transfette. Diese gehärteten Fette sind länger haltbar, lassen sich in Maschinen besser verarbeiten und sind nicht empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Für die Lebensmittelverarbeitung ist auch ideal, dass die Konsistenz nahezu butterartig ist, also ein willkommener Aspekt für die Lebensmittelindustrie. Transfette aber haben fatale Folgen auf den menschlichen Stoffwechsel. Transfette erhöhen den schlechten Cholesterinwert im Blut und das zum Nachteil der guten Cholesterinvarianten. Das Risiko einer Entzündung im Körper steigt und die Gefahren für die Gefäße des Menschen wachsen. Das führt zu einer Erhöhung des Schlaganfall- bzw. Herzinfarktrisikos. Zusätzlich erhöht sich aber auch noch das Risiko, an Zucker zu erkranken. An erster Stelle der Krankheiten stehen Herzinfarkte und Schlaganfälle. Bereits 5 Gramm täglich genügen, um die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, um bis zu 25% zu erhöhen. Dazu reicht schon eine kleine Portion Pommes oder sogar nur ein Berliner. Forscher haben festgestellt, dass Transfette für Entzündungen im Körper verantwortlich sind und somit auch das Gehirn angreifen können. Studien in den USA haben ergeben, dass der Konsum von Transfetten dazu führen kann, dass der Geist im Alter abbaut und somit auch Alzheimer verursachen kann. Transfette können vorzeitigen Tod bedeuten. Transfette sind verantwortlich für hohen Blutdruck, Übergewicht und Diabetes, für Morbus Crohn. Sie schaden dem Ungeborenen und sind verantwortlich für viele heutige Zivilisationskrankheiten. Sie befinden sich vorwiegend in Fertigprodukten und werden unter den Bezeichnungen gehärtete oder zum Teil gehärtete Fette angegeben. Da sie alle Cholesterinwerte ungünstig beeinflussen, entzündungsfördernd wirken, die positiven Eigenschaften der Omega-3-Fettsäuren hemmen und für Fehlfunktionen in der Zellmembran sorgen, sollten wir weitgehend auf sie verzichten. Wir sollten ferner folgende Fette meiden, die alle gesundheitsschädlich sind: alle gehärteten oder teilweise gehärteten Fette, alle raffinierten Öle, alle geruchlosen Öle und Fette,
alle erhitzten Öle, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, alle überhitzten Fette, ranzige Fette, Margarine, alle Öle in Plastikflaschen und natürlich eben die Transfette. Wer bisher billige Öle im Supermarkt gekauft hat, sollte wissen, wie diese gewonnen werden. Industriell hergestellte Fette werden in massiver Form fair und bearbeitet, damit sie möglichst billig, geruchlos und mit einer maximalen Haltbarkeit angeboten werden können. Die Nüsse und Kerne werden unter Zuhilfenahme chemischer Lösungsmittel gepresst. Diese Vorgehensweise garantiert höchstmögliche Erträge. Dann wird dieses Öl entwachst, mit aggressiven, stark basischen Stoffen raffiniert und gebleicht. Bei Temperaturen bis zu 270 Grad Celsius wird die Geruchsintensität minimiert. Chemische Konservierungsstoffe werden zugegeben. Das Öl wird entschäumt und anschließend gehärtet. Was nach einem derartigen Bearbeitungsprozess vom Öl noch übrig bleibt, ist für den Körper nicht nur absolut wertlos, sondern auch äußerst schädlich. Und deshalb sollten wir auf alle raffinierten Öle komplett verzichten. Stattdessen sollten wir unsere Speisen ausschließlich mit Kokosöl zubereiten. Das ist das beste Fett zum Erhitzen. Kokosöl hält hohe Temperaturen aus und hat einen sehr hohen Rauchpunkt. Im Gegensatz zu den anderen Pflanzenölen, bei den ungesättigten Fettsäuren, die beim Erhitzen gesundheitsschädliche Stoffe entwickeln, eben die Transfette, und bei denen die Antioxidantien durch Hitze zerstört werden und bei denen die darauf folgende Oxidation aus einem ursprünglich gesunden Öl eine schädliche Substanz entstehen lässt, so ist Bio-Kokosöl das einzige pflanzliche Öl, das durch Erhitzen seine natürlichen gesundheitsfördernden Eigenschaften beibehält, so wie das bei den meisten gesättigten Fetten eben der Fall ist, die man fast immer hoch erhitzen kann. Zum Erhitzen der Speisen kann man eben hier das mild gedämpfte Kokosöl verwenden, weil das eben geschmacksneutral ist. Für alle anderen rohköstlichen Speisezubereitungen kann man dann das native Bio-Kokosöl verwenden. Da Kokosöl eben zu den gesättigten Fettsäuren gehört, ist es sehr viel länger haltbar als jetzt ungesättigte, native, kaltgepresste Öle. Und da es aus mittelkettigen Fettsäuren besteht, ist es zunächst einmal sehr leicht verdaulich. Ohne die Mitarbeit der Gallensäuren kann es verdaut werden. Es ist wasserlöslich und gelangt daher ohne Umschweife über die Blutbahn in die Leber. Kokosöl zählt zu den gesündesten Ölen, die es überhaupt gibt. Es wirkt antimykotisch, antiviral, antifungal. Es hilft gegen Demenz, gegen Krebs, gegen Herzkrankheiten, gegen Arteriosklerose und gegen alle möglichen Zivilisationskrankheiten hilft Kokosöl. Und je mehr man davon nimmt, umso besser. Weil Kokosöl ist mehr tatsächlich auch mehr. Man kann von Kokosöl also wirklich niemals zu viel essen. Ja, und jetzt möchte ich noch die Frage beantworten, was ein gesundes Fett auszeichnet. Gesunde Fette werden während des gesamten Herstellungsprozesses äußerst schonend behandelt. Das Entsteinen und Pressen der Kerne geschieht manuell. Das Öl wird kalt gepresst und zu keiner Zeit Temperaturen ausgesetzt, die den empfindlichen Inhaltsstoffen schaden. Auf diese Weise bleibt die vorhandene Nährstoffdichte der Fette enthalten. So muss Sonnenblumenöl zum Beispiel nach Sonnenblumenkernen riechen, Sesamöl nach Sesamsamen, Kokosöl nach Kokosnuss, Olivenöl nach Oliven, Palmenöl nach den roten Palmenfrüchten und so weiter. Nur ein kalt gepresstes Öl aus erster Pressung, mild duftend und unerhitzt, unterstützt unseren Körper und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit und Vitalität. Wichtig ist, dass das Öl immer von Bioqualität ist und nativ. Also es reicht nicht, wenn da drauf steht, kalt gepresst, es muss auch nativ draufstehen. Nur dann kann man sicher gehen, dass das Öl wirklich kalt gepresst ist und zu keiner Zeit Temperaturen ausgesetzt wurde, die den empfindlichen Inhaltsstoffen schaden. Das Leinöl hat eben, wie schon vorher im Video gesagt, das ideale Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Deswegen sollten wir das vermehrt in unsere Salate geben. Natives Bio-Olivenöl ist natürlich auch sehr gesund. Wie wir schon aus dem Koran wissen, Alhamdulillah. Ebenso natürlich das Schwarzkümmelöl, dazu hatte ich ja schon ein Video gedreht. Wichtig ist nur, dass wir jetzt verstehen, dass wir diese kalt gepressten nativen Pflanzenöle nur für die Rohkost verwenden, diese nicht lange haltbar sind, deswegen sollte man sie in kurzer Zeit aufbrauchen und dass man sie niemals erhitzen darf, weil dann schädliche Transfette entstehen. Denn für das Erhitzen sind nur die gesättigten Fettsäuren geeignet, insbesondere das Kokosöl, aber natürlich auch andere tierische gesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel Ghee oder Butterschmalz. Aber das Kokosöl ist eben das beste Öl zum Erhitzen, weil es eben durch das Erhitzen seine natürlichen gesundheitsfördernden Eigenschaften nicht verliert. Subhanallah.
Ja, und um an die wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu gelangen, sollte man auch vermehrt die Chiasamen in den Speiseplan integrieren. Anstelle der bionativen Pflanzenöle, die nicht lange haltbar sind, ist es natürlich auch empfohlen, dass man dann einfach die Samen und Nüsse selber isst, als auch eben die anderen Bio-Lebensmittel, die diese wertvollen Öle enthalten, wie zum Beispiel auch die Avocado, die reichlich einfach ungesättigte Fettsäuren enthält, in deren gesunden Genuss man am besten kommt, wenn man die ganze Avocadofrucht essen würde. Der große Nutzen bezüglich der Fette liegt besonders darin, dass die fettlöslichen Vitamine der anderen Zutaten, die man zusammen mit der Avocado verzehrt, leichter vom Körper absorbiert werden können. Sie werden um bis zu 100% besser absorbiert, wenn die wertvollen Fette aus der Avocado vorhanden sind. Subhanallah. Das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, dass ich ein wenig Licht in das komplexe Thema der Fette bringen konnte, inshallah, das bei vielen Menschen zu sehr viel Verwirrung geführt hat. Und ich hoffe, dass ich für eure Gesundheit von Nutzen war. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.